Hallo und willkommen zurück auf Minimaniac. Ich bin's, euer Sascha. Heute mit einem sehr interessanten und lustigen Thema. Ich habe hier einen Mini. Wenn der rechts blinkt, geht das Fernlicht an. Bei so einem Fehler ist es immer recht schwer, eine Fehleranalyse zu machen, da es sehr viele Möglichkeiten gibt, angefangen mit einem Masseproblem, und der Mini hat in dem Sinn sehr viele Massepunkte, wo man rangehen müsste. Es kann der Blinkergeber sein, dass im Gehäuse was defekt ist. Sicherlich ganz schlimm wäre nachher das Steuergerät bzw. der BC1, der das alles in dem Sinn mit steuert. Und man macht hier einfach dann mal die Tests. Mit Licht, ohne Licht, links blinken, rechts blinken. Man geht auch her, macht dann mal die Warnblinkanlage an, um zu schauen, da der rechte Blinker ja dann dort auch funktioniert, ob es irgendwie damit zusammenhängt, was jetzt hier nicht der Fall ist. Und somit ist die erste Aktion, den Blinkerhebel zu tauschen, wenn man zum Testen auch einen da hat. Hier seht ihr den Blinkerhebel und jetzt auch den Punkt, wo ich vorher schon angesprochen habe, wie extrem wackelig der ist, und entsprechend seid ihr jetzt auch hier, um zu sehen, wie man den Blinkerhebel austauscht. Wir fangen hier oben an, indem wir die Halterung vom Drehzahlmesser lösen. Hier ist es egal, ob jetzt wie bei diesem Modell nur der Drehzahlmesser dran ist oder das Kombi-Instrument, gerade die, wo es das Navigation oder das Chrono-Paket haben. Macht hier nichts, beides der gleiche Ablauf. Ich blende euch oben ein, welchen Torx-Schraubendreher ihr für diese Tätigkeit verwenden müsst. Wenn ihr die Schrauben gelöst habt, könnt ihr den Drehzahlmesser anheben, und wie ihr hier seht, ist das hier eine Kunststoffabdeckung. Wenn die Schrauben draußen sind, könnt ihr diese Abdeckung wegnehmen und ihr kommt an den grünen Stecker, den ihr dann auch lösen könnt. Bei mir sieht es etwas komplizierter aus, da ich einmal die Kamera halten muss und mit einer Hand versuchen muss, den Drehzahlmesser zu halten und den Stecker zu lösen. Aber es ist eigentlich eine recht einfache Sache. Den Clips reindrücken, rausziehen und ihr habt dann den Drehzahlmesser in der Hand. Wenn wir den Drehzahlmesser dann auf die Seite gelegt haben, kommen wir an die untere Verkleidung. Die ist mit 2 Schrauben befestigt. Ich werde euch oben auch wieder einblenden, welchen Torx Schraubendreher ihr dazu benötigt. Wir gehen dann gleich weiter an die Verkleidung im Fußraum. Hier kräftig dran ziehen, keine Angst, man kann eigentlich nichts kaputt machen. Ihr seht es auf der rechten Seite, den Clips nach oben rausnehmen, in der Mitte nach unten und auf der linken Seite auch wieder nach oben. Also es ist entsprechend gegeneinander verklipst. Eine detailliertere Anleitung, wie man die Klappe unterhalb vom Fahrerfußraum runterbekommt, habe ich in meinem Video das Klimabedienteil tauschen beschrieben. Ich werde es euch oben verlinken, da könnt ihr euch das nochmal etwas genauer anschauen. Als nächstes machen wir den Gummiring um das Zündschloss weg. Einfach reingreifen, nach vorne wegziehen und ihr habt ihn in der Hand. Jetzt geht es darum, die obere und untere Schale der Lenkradverkleidung
wegzubekommen. Ihr seht es jetzt hier, das sind 2 Rastnasen, also auch hier wieder ganz arg aufpassen. Wir haben hier Kunststoff und auch Kunststoffnasen, die natürlich gerne brechen, also auch bitte hier aufpassen. Es sind links und rechts jeweils 2 Stück. Wenn die gelöst sind, kann man dann oben den Deckel abnehmen. Jetzt geht es an die untere Schale. Die müssen wir aber nicht komplett runternehmen, sondern hier reicht es wirklich bloß, dass wir sie leicht nach unten drücken. Gerade so weit, dass wir an die Kreuzschlitzschraube kommen. Wie ihr seht, ist das Gehäuse nur mit dieser einen Schraube fixiert. Ihr seht aber auch, dass das Gehäuse sozusagen im Bereich von Nuten geführt ist. Ihr schiebt es einfach raus. Dort habt ihr nochmal einen Stecker, wiederum mit einem Sicherheitsclip, den ihr reindrückt und den Stecker rauszieht. Wenn es geklappt hat, habt ihr das Gehäuse mit dem Blinkerhebel in der Hand und wir können schon die komplette Geschichte rückwärts starten. Das heißt, wir holen unseren Ersatz, klemmen den wieder mit dem Stecker an, setzen das Gehäuse vom Blinkerhebel in die Nut. Achtet bitte drauf, hier ist so ein Nüpsi, der in eine Bohrung muss, dass ihr das sauber gerade einführt und ihn nicht abbrecht. Wenn ihr es dann sauber drin habt, könnt ihr das Gehäuse schon wieder festschrauben mit dem Kreuzschlitz. Jetzt drücken wir die untere Verkleidung einfach nach oben, dass sie einigermaßen fest ist, gehen dann weiter über, holen uns die obere Abdeckung. Wir haben ja hier unsere 4 Klipse. Da schauen wir drauf, dass wir die links und rechts jeweils die 2 sauber reinsetzen, so dass kein Spalt mehr da ist, dass es sauber sitzt. Wenn wir das dann haben, können wir schon unten wieder mit dem Torx 25 die untere Verkleidung festschrauben. Ihr seht rechts am Zündschloss einen Überstand und in der Gummiabdeckung vom Zündschloss die Aussparung. Passt auf, dass das übereinstimmt. Dann habt ihr im Gummi eine Nut rundum. Die muss in die untere Verkleidung eingeklipst werden. Ihr könnt es dann nachher noch entsprechend drehen, so dass es passt und die Abdeckung ist drauf. Jetzt ist der Drehzahlmesser an der Reihe und wir stecken den grünen Stecker wieder in den Drehzahlmesser, so dass wir als nächstes den Drehzahlmesser wieder verschrauben können. Wie ihr hier seht, der Halter am Drehzahlmesser hat noch 2 Erhebungen, die unten in die Halteplatte, wo er festgeschraubt wird, passend reingesetzt werden muss. Sonst wird er krumm verschraubt. Ist nicht ganz einfach. Ihr geht als erstes nochmal her, nehmt die kleine Kunststoffabdeckung. Die muss auch nochmal eingefädelt werden. Wie ihr seht, hier drüber, dann passt es. Und jetzt könnt ihr eine Schraube nehmen, durch den Deckel, durch den Halter vom Drehzahlmesser und könnt es sauber ansetzen am Gewinde an der unteren Halteplatte. Wenn ihr es angesetzt habt, schaut, dass ihr den Drehzahlmesser nach unten drückt und ihr merkt es dann, dass diese Nüpsis in den Aussparungen sauber drin ist und dann könnt ihr den Drehzahlmesser wieder festschrauben mit dem Torx 25. Das natürlich nachher auf der anderen Seite. Auch hier nochmal schauen, dass er beim Verschrauben nicht verrutscht und dann passt das. Jetzt noch ein kleiner Check, ob er hebt und weiter geht's. Wir gehen dann wieder an die untere Verkleidung
vom Fahrerfußraum. Hier wieder in dem Sinn komplett andersrum wie beim Demontieren. Auf der linken Seite von oben einführen, Mitte unten und dann auf der rechten Seite nach oben biegen und einführen. Klappe zu, Affe tot. Perfekt. Und dann sind wir eigentlich soweit fertig. Um zu checken, ob unser Umbautausch des Gehäuses für den Blinkhebel auch funktioniert hat. Das heißt, wir gehen her, Zündung an, Blinker 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es geht kein Fernlicht an, sollte funktionieren. Man kann noch alle anderen Funktionen testen, auch das Fernlicht funktioniert und wir somit Glück hatten, dass es wirklich nur an dem Schalter gelegen hat und nicht irgendwo am Massepunkt oder im Bereich des Steuergeräts. Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß wie ich. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schickt sie mir bitte doch in den Kommentaren. Ich danke euch, euer Sascha. Tschüss!